Hallo und willkommen zu einem neuen Drill Time. Heute möchte ich euch eine schöne Übung zeigen, die ich immer sehr gerne anwende, wenn man zwei Spieler hat. Und diese Übung nenne ich immer Zweierkombination. Ich möchte euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ihr seht hier schon, wir haben zwei Spieler, die mit dem Trainer erstmal kooperativ spielen. Das heißt, der Trainer spielt an, der erste Ball muss immer auf den Trainer gespielt werden. Und der Trainer spielt dann einen Abpraller in das Halbfeld. Und der Spieler soll jetzt auf Ziele, die im hinteren Teil des Trainers sich befinden, spielen. Neben den Grundschlägen trainieren wir in dieser Übung auch die neue Positionierung zum Ball und auch das Verwerten von vermeintlich einfachen Bällen aus dem Halbfeld. Das stellt für viele Spieler immer wieder ein Problem dar und deswegen umso wichtiger, dass wir das üben. Was in diesem Beispiel jetzt nicht ganz so gut ist, dass die Spieler jetzt nicht, wie jetzt gerade gesehen, in die Winkelhalbierende folgen und die Übung dort beenden, sondern nach dem zweiten Schlag, wie jetzt auch hier, einfach zur Seite rausgehen. Da muss ich mich jetzt selber mal als Trainer kritisieren. Die Laufwege sind sehr wichtig und ich hätte jetzt hier an der Stelle vorne in der Winkelhalbierenden ein Hütchen aufstellen können, an das nach dem zweiten Schlag gelaufen werden soll. Denn wir wollen ja Bewegungsabläufe verinnerlichen und wenn die Spieler jetzt einfach über die Seite rausgehen, gewöhnen sie sich das an und werden dann auch im Spiel in der gleichen Situation dann zögern. Hier diese Übung machen wir jetzt im Spiel gegeneinander. Das heißt, man kann das Ganze auch schön in einer Spielform um Punkte spielen. Das bedeutet, wenn jetzt der Spieler hinten das Ziel trifft, bekommt der Spieler einen Punkt. Und wenn eben nicht getroffen wird, dann gibt es entsprechend keinen Punkt. Und so kann man das wunderbar eben entsprechend bis 7 oder bis 11 spielen. Ihr könntet die Zählweise auch so gestalten, dass ein Treffer auf die Matte 3 Punkte gibt und eben ein Treffer länger als T-Linie in den Cross-Bereich eben nur 1 Punkt gibt. Hier sind Varianten natürlich möglich und das ist euch natürlich freigestellt. Jetzt hier von der anderen Seite seht ihr ganz schön, wie ich die Trefferfelder definiert habe. Ihr seht die Matte, die 3 Punkte bringt und eben das große Zielfeld, das 1 Punkt bringt. So, hier möchte ich euch jetzt noch eine Variation dieser Übung zeigen. Wir nehmen jetzt hier das Return-Training mit bei und der Trainer schlägt von der T-Linie auf und in der ersten Variante spielt der Trainer den Return vom Spieler dann auf die andere Seite, das heißt jetzt hier auf die Vorhandseite und die Spieler sollen jetzt versuchen, wieder Punkte zu sammeln und auf die Zielfelder zu spielen. Wichtig bei dieser Variation ist, dass der Return vom Spieler auch immer den Trainer erreicht. Ihr seht jetzt hier in dem Beispiel, da wird der Spieler drüben jetzt den Return schon am Trainer vorbeispielen. Dies ist zwar ein schöner Return, ist aber jetzt nicht gefragt in dieser Übung und deswegen gibt es hier auch keinen Punkt für den Spieler. In dieser Variante haben wir das jetzt etwas schwerer gemacht. Das heißt, der Trainer kann jetzt seinen Volley überall hinspielen. Also nicht nur in die gegenüberliegende Ecke als Vorgabe, sondern überall kann der Ball hinkommen, so wie jetzt hier. Das heißt, der Spieler drüben muss einen Richtungswechsel gegebenenfalls machen und hat es somit für den Passierball deutlich schwerer. Eine schöne Übung, wie ich finde, die ich immer wieder gerne mache bei zwei Spielern. Alle sind in Bewegung, die Belastungssteuerung ist super. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, die Übung, oder ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir in den Comments und dann hoffe ich, du bist beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Drill Time hier auf Tennis Training-Online.